Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema 8 Monate Goldaktienrallye im Schatten von Silber. Disclaimer. Nach der Saisonalität von Silber beginnt der mehrmonatige Anstieg Ende Juni 2023 bis Februar 2024. Würde dieser Verlauf sich in den Saisonalitätsstart bestätigen, kämen unsere Vorhersagen zu folgender Preisentwicklung. Bis Ende Juni kann es nochmal zu einem Rückgang auf 22,50 kommen. Bis Anfang September befreit sich Silber und steigt um ca. $10 auf 31 bis $32. Danach die von uns bereits beschriebene Korrektur im September, Oktober auf 27 bis $28. Von Anfang Oktober bis Ende Februar steigt dann Silber um $15 auf unser Ziel von $42 mit einer kurzen und eher unbedeutenden Korrektur im Dezember. In 8 Monaten sollte die Goldaktienrallye das erste Ziel mit dem stärksten Anstieg und dem höchsten Hebel erreicht haben. Ja, das, sage ich mal, ist ein Fahrplan für Silber, der die Saisonalität reflektiert, so wie es auch von vielen Chartisten aufgezeigt wird. Natürlich hat keiner eine Kristallkugel. Silber kann genauso gut auch sehr stark, sehr schnell steigen und noch ganz andere Höhen kurzfristig erreichen. Trotzdem halten wir uns natürlich hier an dementsprechend gute Chartisten, weil wir es einfach nicht wissen. Aber es ist zumindest ein potenzieller Fahrplan, der vermutlich als konservatives Szenario gelten kann. Ja, hier ein angehender Goldproduzent aus Britisch-Kolumbien. Also das Unternehmen ist, wie gesagt, Sie sehen es auf der Karte, links oben, oder das heißt nordwestlich Britisch-Kolumbien haben Sie Ihr Gebiet. Dort haben Sie das sogenannte Goldminenprojekt New Polaris mit 1,1 Millionen Unzen, 10 Gramm pro Tonne, also hochgradig. 100 Kilometer von Alton in Britisch-Kolumbien, 60 Kilometer von Juneau, Alaska, am Westufer des Tulseka River nahe der Grenze zwischen Britisch-Kolumbien und ähm, Alaska. Eine PEE hat 80.000 Unzen Produktion pro Jahr aufgezeigt. Und dann haben sie noch das Fontway Canyon Projekt in Churchill County in Nevada, das auch nochmal knapp 1 Million Unzen auch hochgradiges Gold hat. Das heißt, sie haben circa 2,2 Millionen Unzen Gold. Aktuell, denke ich mal, hat die Aktie den Boden verloren. Und Sie sehen bei der letzten Goldaktienrallye 2020, wie dieses Unternehmen gestiegen ist. Das ist wirklich von 10 Cent dann auf 80 Cent gestiegen. Und das könnte natürlich jetzt mit anderen Zahlen, könnte das jetzt auch angestiegen ist. Reicht wahrscheinlich in der nächsten Rallye dann $1 und wenn sie dann dementsprechend stärker ist, auch in den Mehrdollarbereich. Ja, außerdem steigerte das Unternehmen seine Goldreserve, wie Sie sehen, hier 89%. Und ja, das sind natürlich positive Daten, die sozusagen der Aktie dann auch noch Auftrieb geben. Wie immer, das ist keine Kaufempfehlung, aber meiner Meinung, sage ich auch hinsichtlich des Rechtsgebietes und die mögliche Performance, die die Aktie hinlegen könnte, ein interessantes Unternehmen. Ja, Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 auf 8500. Warum denken wir das? Weil die Charttechnik der 1970er Jahre der heutigen gleicht, wie Sie hier sehen können. Also 1970 gab es eben auch einen Anstieg von $35 auf 200, dann auf 100 runter und dann wieder an 200 rangearbeitet. Dann sage ich mal, gab es so eine Rückschlagphase wie hier im roten Kreis. Die Leute sollten also nicht an dieser Rallye mit teilnehmen und letztendlich waren die Gewinner, die sich hier von dieser Korrektur damals nicht abschütteln lassen. Dann stieg Gold von $200 auf $850 in einem guten Jahr. Und das passiert dann mit Goldaktien in solcher Situation. Hier NRD Mining 5 Cent auf $19.
Silberstocks Mine 10 Cent, $36, also aus $1.000 konnten 100, 200, 300.000 $ gemacht werden. Also eine ganz, ganz natürlich auch sehr seltene Situation und wir glauben eben, dass genau das vor uns liegt. Glauben wir nun wirklich, dass es innerhalb eines Jahres auf $8.500 ist? Wenn es, sage ich mal, keine größartigen Verwerfungen ist, die nicht mehr gibt, die nicht mehr handeln können, denke ich mal, passiert das nicht. Aber was eben passiert, wie wir es ja auch vorhin gerade mit Gold und Silber jetzt angegeben haben, steigt vermutlich Gold dieses Jahr auf 2.400 und Silber eben $42. Also sie werden so ein bisschen, damit das nicht eben diese Eruption hat, die würde möglicherweise heute noch höher sein, werden sie vermutlich so ein bisschen Druck auslassen. Und weil die Goldaktien viel, viel billiger bewertet als damals, kann es eben für diesen paar $100 Anstieg hier bei Gold trotzdem schon eine überproportionale Goldaktienrallye geben. Wenn es denn eben doch höher geht, dann wird das natürlich von Gut und Böse. Kann ich mir kaum vorstellen, dass das so ohne weiteres zugelassen wird. Aber who knows? Vielleicht ist das Wort zugelassen, funktioniert so nicht mehr, weil es keine Kraft gibt, die den Anstieg des Goldpreises bremsen kann. Sie müssen sich überlegen, die ZBs, die Privaten, Asien, alle kaufen überall Gold und das wird sich auch hoffentlich bald in den Goldaktien und Explorationsgebieten motivieren und möglicherweise haben wir dann einen Zustand, wo auch der Preis nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden kann. Aber das müssen wir abwarten. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Wir gedenken eben, dass dieser moderate Anstieg hier kommt, Gold 2.400, Silber $42 im ersten Schritt. Und das reicht schon, um solche Ausschläge hier bei Minen hier dann zu sehen. Sie sehen hier diese Rohstoffaktie Kupfer, Gold, Silber, Projektgenerator aus Kalifornien ist dann einfach mal so damals der letzten Goldaktien von 2 Cent auf 36 gestiegen. Und sowas erhoffen wir uns auch. Also im Prinzip auf Deutsch gesagt, Penny Stock Aktien verwandeln sich in Dollar-Aktien und hoffentlich noch mehr. Das ist eigentlich, was diesen Gedankengang zugrunde liegt. Ja, die Unterbewertung ist immer noch absolut extrem. Hier der Goldaktien-Gold-Index. Wir sind also 1996 im Bärenmarkt, hat also hier auf der rechten Seite, hat jetzt eigentlich erst den Boden gefunden. Es gibt also keine Fallhöhe im Prinzip mehr nach unten. Und es ist theoretisch möglich, dass mit einer enormen, noch nie dagewesenen Eruption das korrigiert wird. Und das würde natürlich zu einer noch nie dagewesenen Goldaktienrallye führen, ganz klar. Gleichzeitig sind Penny-Gold-Aktien im Verhältnis zu Senior-Gold-Aktien extrem unterbewertet. Und wie Sie hier sehen, 2002, das kann auch sehr schnell abgebaut werden. Und das würde sozusagen auch nochmal auf den Preisauftrieb, gerade bei Penny und Explorations- und Junior-Aktien führen. Also ganz, ganz extremes Aufwärtsdruck haben wir hier. Und dazu braucht es nicht viel Gold- und Silberanstieg, damit das in Action tritt. Ja, wie hätte man 1970 Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Ja, ganz einfach. Man hätte diese unterbewerteten Penny-Gold-Aktien hier 1966, 67 waren es die Jahre kaufen, hätte dann diesen Mega-Bullenmarkt mitgemacht, dann hätten sie, diese Penny-Stocks hätten sich auf mehrere Dollar gemacht. Also ich meine, 1 Million Penny-Gold-Aktien wären dann vielleicht auch 1 Million Dollar geworden. Und wenn Sie das mal hier hochrechnen, damals hätten $50 zum Beispiel gereicht, wenn es eine Verhundertfachung gewesen wäre. Und dann einfach bei der Spitze eben des Gold- und Silberpreises, also die Euphorie am höchsten ist, einfach die Assetklasse wechseln, Top-Aktien, Top-Fonds kaufen. Nur als Beispiel hätte man das mit Berkshire Hathaway gemacht, hätte man damals aus 1976, 77 aus $50 bis 1999 1 Million. Also man multipliziert sozusagen die Ereignisse. Ich denke, die wenigsten haben das gemacht, sondern soweit ich weiß, haben eher war es genau andersrum. Es wurden 1980 und die Jahre danach Krügerrands etc. massenhaft gekauft. Das ist auch ein Grund, warum es so viele Krügerrands zum Beispiel in Deutschland aus diesen Jahrgängen gibt, weil natürlich die Leute dann gekauft haben, wenn es in die Medien war. Und das war natürlich denkbar der falsche Zeitpunkt sozusagen. Ne, das ist immer so. Das kann man gar nicht verhindern. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, je höher die Gold- und Silberaktien steigen, es ist nicht nur wunderbar,
sag ich mal, das Depot. Es ist auch gleichzeitig ein Krisenindikator, würde ich behaupten. Das heißt, ab irgendeinem Punkt greifen vielleicht die minenproduzierenden Länder zu, Extrasteuern, Eingriffe aller Art. Also es nimmt einfach exponentiell aus meiner Sicht zu. Und natürlich auch unser eigenes Bankensystem ist nicht besonders stabil. Wir müssen natürlich die Profite auch noch rauskriegen. Und weil wir nicht wissen, wo es dahin geht, kann man eigentlich nicht so wie in den 1980er Jahren dann in Topfonds und Aktien wechseln, vielleicht zu ein paar Prozenten und dass man dann das so ein bisschen aus der Distanz beobachten kann, was daraus wird, sondern ich würde die Masse schon in weitere Sachwerte wie Gold, Silber, Platin etc. Investieren. Und dann, wenn sich die Verhältnisse halbwegs beruhigt haben, kann man ja unter Umständen dann die physischen Reserven dann reinvestieren. Ja, also man muss im Grunde genommen die verschiedenen Gewinne aus den verschiedenen Ereignissen multiplizieren. Das ist immer so, wir haben enorme Verzerrung und die haben zu viel Geld gedruckt, die Staatsschulden sind zu hoch. Das führt schlicht und einfach dazu, dass die Währungen ab irgendeinem Punkt sich massiv exponentiell entwerten. Das kommt dann alles in ganz kurzer Zeit. Und eben Goldaktien, Gold und Silber sollten Profiteure sein. Also jetzt im Grunde versuchen maximal an der Inflation zu partizipieren und dann die Maximalwerte aufkaufen und dann, was auch immer am Markt übrig ist, Top-Qualität, was Aktienhäuser immer Firmen ist, nachkaufen. Also im Prinzip jetzt Inflationsgewinner werden und dann eigentlich im Grunde genommen ein Top-Investor werden im klassischen Sinne. Das ist eigentlich das Einzige, was man jetzt meiner Meinung nach machen kann. Und das ist hier nochmal hochgerechnet mit anderen Zahlen. Also wenn man vielleicht jede Woche 200 $ investiert, könnte langfristig mit Goldaktien die 25-fachung erfolgen, mit physischem Gold und Silber dann nochmal eine Vervierfachung zu den Maximalwerte. Und das Reinvestieren bringt dann vielleicht eine Verfünfzigfachung, sag ich mal, Top-Fonds, Top-Aktien etc., bringt dann langfristig 1 Million. Das so könnte die Zukunft aussehen. Und das Schöne ist, man muss sich nicht ich nenne das Ereigniskette, sich an eine Ereigniskette halten. Man könnte viele verschiedene auslegen. Eine Ereigniskette kann selbstverständlich auch heißen, wir investieren überhaupt nicht in Goldaktien, wir lassen es in Gold. Das hat ja auch Steigerungspotenzial, aber möglicherweise dann ist dann der langfristige Hebel nicht so hoch. Aber das kann man ja halten, wie man will. Man kann das mit Gold machen, Silber machen, aber eben auch mit Goldaktien, um dann mehr Gold und Silber zu haben und. Aber je mehr divers ist, um das Wort mal zu benutzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs, ne? Weil dann können einige Ereignisketten ausfallen und irgendeine wird da schon von funktionieren und wir haben langfristig dementsprechend Vermögen aufgebaut. Der 1000-Wecker-Report. Wir versuchen, diese Aktien zu identifizieren, sortieren das Ganze nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, berechnen den Potenzialfaktor aus der Marktkapitalisierung, Grad des Goldes, Anzahl der Unzen etc. Exit-Strategie ist auch mit bei. Finden Sie weitere Informationen, wenn Sie den Report haben möchten, unten im Video. Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft, also Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen, ist auch ziemlich günstig, hat auch keine Mindestinvestitionssumme. Eine Überweisung schon ist um Zollfreilage in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf. Sicherlich mal interessant anzusehen, wenn Sie es noch nicht kennen. Also nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, was dem Algorithmus dann auf die Sprünge hält. Nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.